Hallo, ich möchte Ihnen unseren Admin-Bereich vorstellen. Wenn Sie der Administrator des Accounts sind oder das Recht für die Admin-Funktion erhalten haben, haben Sie Zugriff auf den Administrationsbereich Ihres EasyFeedback-Accounts. Diesen finden Sie, wenn Sie oben rechts auf Ihren Namen klicken und dann auf Account-Daten. Dann haben wir hier auf der linken Seite den Admin-Bereich. Der wird Ihnen eingeblendet, wenn Sie Administrator eines Professional- oder Enterprise-Tarifs sind oder dementsprechend dann über die Benutzerverwaltung das Recht für den Admin-Bereich erhalten haben. Und hier im Admin-Bereich geben wir Ihnen noch weitere Funktionen, um den Account ein bisschen komfortabler einzustellen, ein bisschen mehr zu automatisieren und aber auch zu schützen. Und das Ganze fängt an mit den Umfrageeinstellungen. Wie wir hier schon sehen, haben Sie die Möglichkeit, ein Standard-Umfrage-Layout für jede neue Umfrage zu hinterlegen, so dass der Mitarbeiter das nicht mehr vergessen kann. Sie haben die Möglichkeit, das Farbschema, also die Farben der Diagramme, einmal vorzudefinieren und auch hier eins auszuwählen, was für jede neue Umfrage benutzt wird. Das heißt, Sie müssen es dann nicht nochmal wieder einstellen. Wir haben dann die Option, ob per se Umfragen in Suchmaschinen sichtbar sein sollen oder nicht. Das können Sie dann, wie gesagt, hier auch für jede Umfrage einstellen. Und ob die Cookies in neuen Umfragen standardmäßig aktiviert oder deaktiviert sein sollen. Genau, das sind 4 Komforteinstellungen, die auf jede neue Umfrage angewendet werden, damit der Mitarbeiter das nicht vergisst. Dann haben wir als nächstes einen globalen Datenschutzhinweis. Das bedeutet, Sie können hier Ihre eigenen Datenschutzhinweise hinterlegen und sobald Sie die Funktion einschalten, wird der von Ihnen hinterlegte Datenschutzhinweis bei jeder neu angelegten Umfrage hinterlegt. Das, wie gesagt, auch wieder eine kleine Komfortfunktion, damit das nicht vergessen werden kann und Sie einheitlich in jeder Umfrage denselben Hinweis haben. Falls eine Datenschutzzustimmung noch erforderlich ist, kann hier unten auch der Text dafür einmal vorkonfiguriert werden, sodass der für jede neue Umfrage genutzt wird. Genau. Als nächstes bieten wir Ihnen ein Freigabeverfahren an. Hier geht es darum, dass Sie einstellen können, ob einzelne User, Mitarbeiter, Kollegen, hier bei EasyFeedback, eigenständig Umfragen veröffentlichen dürfen oder erst eine Freigabe anfordern müssen. Und das Verfahren läuft so, dass wenn der Mitarbeiter nicht eigenständig veröffentlichen darf, beziehungsweise aktivieren, dann wird hier eine E-Mail-Adresse hinterlegt und an diese E-Mail-Adresse wird dann die Bitte um Freigabe versendet und dann hat die Person, die die Freigabe bitte erhält, die Möglichkeit, noch einmal über die Umfrage zu schauen und zu sagen, okay, es passt alles, jetzt können wir bitte aktivieren. Der nächste Bereich sind die allgemeinen Systembenachrichtigungen, die wir haben. Es werden immer E-Mails rausgeschickt zu verschiedensten Aktivitäten, Umfrage aktivieren, beendet etc. Hier können Sie weitere E-Mail-Adressen eintragen, wenn Sie die E-Mails an weitere Postfächer gesendet haben möchten. Genau. Der 4. Bereich bzw. 5. Bereich sind das Passwort und Sicherheit. Hier können Sie Ihre eigene Passwortrichtlinie hinterlegen. Das heißt, wenn Sie eine Policy dafür haben, können Sie die Anzahl der Zeichen definieren, die Komplexität, den Wechselrhythmus und die Historie. Zudem ist es aber auch möglich, dass Sie aus Sicherheitsgründen eine Login-Zeitsperre aktivieren können. Das heißt, nach zum Beispiel 10 ungültigen Anmeldeversuchen ist der User erstmal 5 Minuten gesperrt. Der nächste Bereich ist die automatische Löschroutine. Hier geht es darum, dass bestimmte Datensätze in fremden Tools nicht vergessen werden zu löschen. So, oftmals geht es eigentlich eher um personenbezogene Daten. Die haben wir einmal in den Ergebnissen von Freitextantworten zum Beispiel drin oder aber auch in Teilnehmerlisten, wo wir über die E-Mail-Einladung zur Umfrage einladen. Genau, Sie haben die Möglichkeit, halt wie gesagt, Löschroutinen zu definieren. Ich kann mal eine öffnen. Genau, Sie haben eine Bezeichnung, die Sie geben können und dann bezieht sich das auf die gesamte Teilnehmerliste oder auf die gesamte Umfrage oder auch für beides. Und dann haben Sie hier weitere Einzeleinstellungen und können dann definieren, in welchem Zeitrhythmus der Datensatz bei EasyFeedback gelöscht werden soll. Zudem ist es möglich, dass Sie das einmal verpflichtend angeben. Das heißt, jede neue Umfrage und Teilnehmerliste muss mit einer Löschroutine ausgestattet werden. Und Sie können auch hinzufügen, dass das Ändern auf einen kürzeren Zeitraum oder einen kürzeren Zeitraum nicht erlaubt ist. Der nächste Bereich ist der Bereich Single Sign-On. Das heißt, wenn Sie im Professional oder Enterprise Tarif sind, haben Sie die Möglichkeit,
die User-Logins mit Single Sign-On zu schützen. Wenn Sie das gerne machen möchten, kommen Sie auf uns zu, dann schalten wir Ihnen den IDP hier frei, sodass Sie sich damit auf EasyFeedback einloggen können. Genau, und zu allerletzt haben wir noch den AI-Zustimmungsbereich. Innerhalb von EasyFeedback gibt es mehrere Funktionen, die jetzt mit AI funktionieren. Da AI ja immer so ein teilweise sensibler Bereich ist und es da auch darum geht, wie man mit der AI umgeht und verantwortungsbewusst damit arbeitet, haben Sie eventuell im Unternehmen eigene Richtlinien dafür. Und hier ist die Möglichkeit, dass Sie Ihre Richtlinie hier hinterlegen. Das heißt, Sie können entweder das in textlich hier reinkopieren, Sie können auch eine Verlinkung auf Ihre eigene Website setzen oder aber auch hier unten ein PDF hochladen. Hier ist der Text für die Zustimmung beispielsweise. Genau. Und wenn Sie diese Funktion aktivieren, Sie haben auch einen verschiedenen Zustimmungsrhythmus, damit das immer wieder neu zugestimmt werden muss, dann wird dem Mitarbeiter angezeigt ein Fenster, wo denn die Zustimmung, die Policy hinterlegt ist, und dem muss der Mitarbeiter zustimmen und erst danach kann er bei EasyFeedback die AI-Funktion nutzen. Sie selber sehen das dann in der Benutzerverwaltung, ob der Benutzer und wann der Benutzer dem zugestimmt hat. Das war der Admin-Bereich von EasyFeedback, einmal kurz erklärt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Administrieren und bis dahin.